Der Showdown ist angerichtet, Halbfinale gegen Man City und ich habe im letzten Spiel leider ein bisschen Döneken gebaut. Ich hätte da eigentlich schon die B11 spielen lassen sollen, damit wir heute wirklich fitte Leute haben. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe nur eine Veränderung vorgenommen. Kamavinga ist für Talisca ins Mittelfeld gerückt. Das heißt also, wir haben 3 Kracher, Brecher im Mittelfeld. Jetzt muss Kamavinga so ein bisschen den Talisca ersetzen mit seiner Technik. Ich bin gespannt, wie es klappt. Ob wir den letzten Schritt dann ins Finale gehen und da wartet dann eventuell Atletico Madrid auf uns. Schon alleine Haaland vorne bei Man City. Da muss heute meine Verteidigung wieder einen richtig guten Tag erwischen. De Jong haben sie auch noch. Rodri, Foden. Kaiki, das ist glaube ich dieser Brasilianer. Das ist auch ein riesengroßes Talent mit viel Potenzial. Foden auf der linken Seite. Mazraoui. Cancelo. Oh, die Man City Hymne. Naja, soll uns nicht interessieren. Wir starten rein. 4-2-3-1 gegen Man City. Ich bin sehr gespannt. Und warum ich gerade schon Atletico Madrid erwähnt habe, die haben nämlich ihr Hinspiel 3-1 gegen United schon gewonnen, also gegen den anderen Manchester Club. Von daher dürfte da eventuell nichts mehr schief gehen, aber das auch mit Vorbehalt und bei uns heute die klare Devise. Eine gute Ausgangsposition schaffen fürs Rückspiel, am besten ohne Gegentor, vielleicht ein Tor schießen oder 2. Aber ich habe so auch das Gefühl, dass Man City das PSG von der letzten Saison vielleicht gegen uns sein wird. Ja, gegen PSG haben wir ganz schön geschwitzt mit Dortmund und vielleicht wird das dieses Jahr mit Juve gegen Man City soweit sein. Und gerade heute, wo Talisca halt nicht von Beginn an spielt, der sitzt auf der Bank, der war wirklich nicht ganz fit. Ansonsten die anderen waren auch nicht ganz fit, aber die habe ich halt spielen lassen, weil die kann ich nicht auf der Bank lassen. Ich brauche einen Vlahovic vorne, da kann ich den Larsson nicht spielen lassen. Und die Innenverteidigung, die muss halt auch stehen. Mit Bremer ganz besonders. Mit Ndika und mit Alaba, die das richtig gut gemacht haben. Achtung, erste Chance für City. Und da klingelt's. Früh in der Begegnung, weil wir den Ball nicht wegkriegen. 10. Minute. Und das ist natürlich semi-optimal. Aber trotzdem kein Grund zur Panik. Aber wie das Tor auch wieder gefallen ist. So ganz typisch. Wir haben den Ball eigentlich schon. Dann will Davies irgendeinen Hackentrick machen. Und dann ist es Frenkie de Jong. Da wedeln nicht nur die Haare, da flattert nicht nur das Tornetz, sondern da reiße ich mir auch alle Haare raus, die ich habe. So ein Gegentor wieder, das ist so typisch. Vielleicht war es sein erstes Tor? Nein, sein zweites Tor. Na, guck mal an hier. Also, die kalte Dusche, aber überhaupt gar kein Problem, wir wissen damit umzugehen. Normalerweise, wir haben schon oft Rückstände gedreht und so weiter und so fort. Und vielleicht machen wir es gleich damit weiter. Chiesa. Oh, hätte das aber nicht Elfmeter geben müssen. Ah, Pep Guardiola mit besorgniserregenden Minen, aber so guckt er eigentlich immer. Schade, große Chance. Ey. Wir kriegen wahrscheinlich nicht so große Chancen. So eine musst du einfach nutzen. Das ist echt Hanebüchen, aber Man City lädt uns auch dazu ein, weil die auch ganz schön riskant teilweise hinten verteidigen und ganz schön offen stehen. Das wird ein witziges Spiel, doch. Also ich habe so ein Gefühl, das wird auch dann im Rückspiel nochmal eine ganz heiße Partie, aber das spielen wir zu Hause. Und da wird Buffon den Jungs nochmal einheizen, vor dem Spiel, die ganze Vorbereitung lang. Das kannst du aber glauben. Achtung, Vlahovic. Dazwischen nochmal, Flanke kommt, da ist wieder Vlahovic. Ne, da kommt er nicht ran. Aber Ndika, ja, der läuft durch, schade. Mal blind durch und jetzt kommt halt City mit Haaland. Oh, wir stehen offen, Achtung, 3 gegen 2. Bremer muss sich entscheiden und Bremer steht richtig sehr gut. Der hat auch gegen PSG so viel wegverteidigt. Neymar, Mbappé und wenn du die beiden schon wegverteidigt bekommst, dann bekommst du auch Haaland wegverteidigt. Ja, und wir spielen das hier gut. Das sind richtig gute Kombinationen und wir haben auch Platz und wir haben Vlahovic.
Wir sind im Flow. Wir sind drin im Spiel. Alles gut. Die Lücken sind da. Die Kombinationen sitzen. Schöner Abschluss. Eine flüssige Bewegung. Und die Ecke. Mal gucken. Kommt gar nicht schlecht. Aber Davis kannst du nicht in Zweikampf schicken. Nochmal. Kamavinga, Chiesa. Hinten Davis. Nee, der kommt nicht ran. Da steht halt auch leider keiner, der den dann mal abfangen kann. Aber egal, weiter geht's. Kulusewski unten. Nein! Schade, Kamavinga, aber hoch. Wenn er den Ball hochbekommen hätte, wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Aber so, Achtung. Da ist dieser Kaki auf Haaland, aber Castells ist da. Das ist ein Brasilianer, der war auch, glaube ich, mit hohem Potenzial versehen. Also auch eine Empfehlung, falls ihr mal einen Spieler für die Außen braucht. Der ist aber, glaube ich, nicht so billig. Naja, egal. Alaba, das ist zum Beispiel auch jemand, der nicht ganz so fit war, aber reicht für dieses Spiel. Vlahovic macht das besser als Chiesa. Schade. Ja, gar nicht schlecht. Und genau das müssen wir uns auch beibehalten. Auch mal das Unerwartete tun. Auch mal etwas machen, womit der Gegner nicht rechnet. Achtung, Kamavinga. Damit habe ich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet. Oh, und dann der schlechte Laufweg von Vlahovic. Das musste auch viel, viel besser ausspielen. Aber Vlahovic denkt nicht mit. Der bleibt dann einfach stehen. Weil die Chance daraus was zu machen, die war echt groß. Die war wirklich, wirklich groß. City kommt, Haaland, Davis muss er haben. Sehr, sehr schön. Ein bisschen zu überhastet gespielt und zu überheblich. Und jetzt die nächste Chance zum Kontern. Das sieht auch richtig gut aus. Und jetzt Chiesa alleine. Spitzer Winkel, Ederson bleibt im Tor. Und fängt den natürlich. Aber weiter geht's. Nächste Chance. Gravenberch, der kann auch von Weitem schießen. Und wieder das kann. Was für ein Traumtor. In der Liga schon 2 solche Dinge rausgehauen. In seinem ersten Spiel. Ach, und dann noch gegen irgendjemanden. Keine Ahnung. Aber das Tor, das ist natürlich auch extra klasse und so wichtig und auch so verdient. 17, 18 Metern. Sich mal ein Herz genommen. Schöne Flugkurve, nicht zu halten. Der dreht sich kaum. Wenig Effet. Der fällt quasi wie ein Stein hinter Ederson und schon ist es ruhig. Im Etihad Stadium. Und wir haben unser Auswärtstor, was uns jetzt natürlich nichts mehr bringt, weil die Regel gibt es nicht mehr. Aber egal, wir haben trotzdem mal ein Tor geschossen. Und wir sind wieder da und wir sind auch eigentlich besser, meiner Meinung nach. Wir haben die ersten Minuten leider ein bisschen verschlafen. Das Gegentor war auch mehr als unglücklich, aber aufgepasst. Suchen natürlich vorne immer wieder Haaland. Aber Castells ist auch noch da. So, nächste Chance. Es geht auch viel bei uns über Chiesa. Gar nicht so viel über Kulusewski, aber Chiesa, klar, mit seiner Geschwindigkeit. Mit seiner Dynamik. Aber Davis, apropos Geschwindigkeit, den können wir jetzt mal mitnehmen. Vlahovic und Kamavinga muss durchlaufen. Der zeigt es schon an. Ja, der kriegt den auch gleich, wenn Davis mal aus dem Arsch kommt. Kamavinga und hinten Kulusewski. Sieht er Gravenberch, jawohl! Schöner Spielzug. Und die Führung vor der Pause, was ist denn das für ein Spiel hier von Gravenberch? Ein Glück habe ich ihn nicht auf die Bank gesetzt. Für Kamavinga. Kulusewski behält die Übersicht. Und Gravenberch dreht uns das Spiel. Sehr schön. Da muss er dann einfach nur noch einschieben. Und Ederson, der kann sich noch so weit strecken und lang machen, wie er will. Und plötzlich ist es noch ruhiger und die bösen Minen von Guardiola, die haben vielleicht nichts Gutes heißen lassen. Zumindest für City. Für uns ist das perfekt. Eine 2-1-Führung, die nehme ich gerne mit in die Halbzeit. Aber das ist erstmal Schritt 1. Ihr seht von der Statistik her, das ist ein ganz klares Ding für uns. Aber Vlahovic vorne, da müssen wir halt auch gucken. Ich bete halt, dass Lukaku zumindest fürs Rückspiel vielleicht fit ist, dass wir da dann auch mal einen Ersatz haben. Guck mal, bei Alaba müsste ich eigentlich auch mal rausnehmen. Zakaria, den müsste ich eigentlich alle rausnehmen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache hier Kamavinga zurück und bringe hier Larsson rein. Ich lasse auch... Oder Talisca. Nee, Talisca. Ich brauche einen mit feinem Füßchen. Weil wir haben wirklich viele Möglichkeiten, auch aus der zweiten Reihe mal zu schießen. Und Gertruja. Ich brauche einfach auch auf der rechten Seite nochmal Fitness. Und Larsson kann ich leider nochmal vorne für Vlahovic reintun. Aber ich brauche Vlahovic vorne. Das ist... Bei Flanken
ein sicherer Garant. Und Larsson, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir legen gleich wieder los wie die Feuerwehr. Vlahovic in der Mitte. Ah, das ist im Abseits. Schade. Vorteil läuft. Schade. Schönes Tor wäre das gewesen. Ja, und City wirkt, ich möchte nicht sagen planlos, also die haben eine gute Idee mit dem 4-3-3. Vorne da mit Haaland. Aber die haben in der Mitte ganz schön viel Platz und auch über außen Gertruida. Muss er mal alleine versuchen. Ja, schade. Aber da müssen sie den Abschluss immer wieder suchen. Egal, ob der dann reingeht oder nicht. Und wir machen weiter. Direkt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die Mitte kriegen wir auch zu. Da sind nur schwarz gekleidete. Und vorne halt Haaland, ne? Das ist der Zielspieler, den suchen sie alle. Achtung. Leichter gesagt als getan. Bremer, perfekt. Auch heute wieder eine super Leistung bislang. Achtung. Jetzt muss er weg. Jetzt sehe ich das auch ein. Jetzt muss er weg. Vlahovic, kann er den halten? Nee, schade. Aber da weiter rumzuspielen, das wäre sehr fatal gewesen. Achtung, Haaland ist da. Wieder Bremer. Kommt da nicht hin. Achtung, Verteidigung. Steht erstmal. Und Foden. Mit dem Ausgleich. Auf kuriose Art und Weise. Da machst du nix. Läuft genauso spektakulär weiter wie die anderen Spiele. Starten wir auch eigentlich wieder gut. Dann ein abgefälschtes Ding und dann, ja, will Castells noch retten, was nicht mehr zu halten ist. Und dann Foden. Gut, das Ding mache ich dann auch noch rein. Mit der Badecup. Und Guardiola ist außer Rand und Band und auch die Zuschauer sind wieder da. Und schon steht's 2-2. Aber so einen ähnlichen Spielverlauf habe ich mir schon gedacht. Da habe ich ja schon nach 10 Minuten, 15 Minuten gesagt, dass das hier ein ganz, ganz wildes Spiel werden wird. Und es ist ja erst das Hinspiel, ne? Also, möchte nicht wissen, was uns da im Rückspiel noch erwartet. Aber da spielen wir dann zu Hause und wir haben viel, viel besseres Zuschauerpublikum als City. Könnte abseits sein, ja, schade. Ein Moment wieder zu lange gewartet. Und am Ende würde ich dann auch mit so einem Remis leben. Also wenn es beim 2-2 bleibt, ja, ist nicht optimal. Da hat jetzt niemand einen Vorteil unbedingt, aber ich würde uns dann vielleicht durch die Zuschauer schon alleine im Vorteil sehen und auch von der Mannschaft her, weil wir haben dann wieder Lukaku, wir haben dann wieder fittere Leute, da muss ich gegen Empoli gucken, dass ich da dann die B11 aufstelle in der Liga. Da müssen wir aber auch zusehen, dass wir gewinnen, weil wir jetzt den Jäger spielen und 1 Punkt hinter Inter sind und glaube ich 6 Punkte vor AC Mailand. Und da haben wir halt auch nicht mehr viele Spiele, also so viel Zeit bleibt auch nicht mehr. Gravenberch, bislang Mann des Spiels. Oh, schöner Ball. Kulusewski kriegt den aber nicht rum. Oh, und aufgepasst jetzt. Ja, Viererkette muss so zusammenstehen. Ja, Haaland allein gegen alle. Gravenberch dazwischen. Sehr, sehr schön gemacht. So, und jetzt Kulusewski. Vlahovic. Wer will mal? Vlahovic will. Schöner Ball in die Tiefe. So muss das sein. Vlahovic mit dem Lupfer. Und Diaz. Ich rechne da immer noch mal was mit etwas Blödem. Irgendwie schießt den Keeper an, schießt mich an, dann Ball ins Tor. Aber gut, mal wieder eine Chance. Vorne Haaland, Bremer. Perfekt. Der hat den richtig gut im Blick und richtig gut im Griff. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hier nicht versemmeln. Gravenberch, ja, schön. Gerade auch in so Spielen sieht man halt, wie wichtig auch so ein Spieler wie Gravenberch ist. Da ist er schon wieder, steckt da durch. Ja, nein, schade. Aber Chance lebt noch. Vlahovic und jetzt Talisca. Ja, fast. Aber sehr gut. Schnell gespielt, Abschluss gesucht. Am Ende brauchst du dann immer ein bisschen Glück im Abschluss. Probieren wir mal eine andere Eckenvariante. Jetzt kommt da einer. Ja, da kommt Talisca. Warum nicht? Ich glaube, direkte Abnahme wäre ein bisschen besser gewesen. Aber jetzt defensiv wieder
Schauen, dass alle stehen. Ja, haben wir. Mal eine riskante Grätsche. Ja, da musste ich jetzt dazwischen. Ansonsten wären die außen durch gewesen. Und jetzt die Chance. Talisca im Abseits. Schade. Auch da wieder einen Moment zu spät gespielt. So, jetzt Larsson nochmal für die letzten Minuten. Das ist jetzt auch okay. Phillips kommt für Silva. Die wechseln auch nochmal im Mittelfeld. Und vielleicht fällt ja noch einer vom Laster. Wer weiß. Vielleicht gibt es da nochmal eine Chance. Sowohl hüben als auch drüben. Ich würde es lieber sehen, wenn es bei uns fallen würde. Oh, wieder abseits, oder? Nee, Larsson gegen Diaz. Macht er ganz cool, ganz lässig. Kulusewski, Grafenberg läuft durch. Und er hat die Chance auf sein Hattrick. Boah, das gibt's nicht, der muss rein. Da muss er den Hattrick schnüren, ey. Wie frei. Absolut frei. Aus 11, 12 Metern, da kann er die Ecke sich eigentlich aussuchen. Aber er ist halt Mittelfeldspieler. Das ist halt das Ding. Ob es mit Außenriss besser geklappt hätte, weiß ich nicht. Aber boah, das Ding muss rein. Wenn wir dem nicht noch hinterher trauern. Kulusewski mal mit einer anderen Ecke. Gertruida. Jetzt bloß nicht den Ball verlieren. Chiesa, Willin, Talisca. Ah, schlecht angespielt. Wobei, er kommt noch an. Mit ein bisschen Glück. Larsson hat ihn. Kriegt ihn wieder. Das wird die letzte Aktion jetzt sein. Chiesa kriegt da nochmal verlängert. Nee, Talisca. Und jetzt Kamavinga. Viel Platz und viel Zeit. Aber wieder Ederson. Da hätte ich jetzt einen Talisca gebraucht. Und dann mit Außenriss. Der hat nochmal ein bisschen einen genaueren Schuss. So, eine Aktion noch. Die drehe ich jetzt weg vom Tor. Bisschen halb hoch. Mal gucken. Oh, fast durchgedrückt. Könnte schon zu lang sein. Indika. Kriegen sie geklärt? Ja. Und damit dürfte es, glaube ich, vorbei sein. Davis nochmal. Ja, machen wir Strich drunter. Schönes Hinspiel. Sehr packend. In der zweiten Halbzeit sah ich aber uns eher im Vorteil. City halt mit der einen Chance von Foden. Und ansonsten, tja, vielleicht ein Tor zu wenig für uns. Egal. 2-2. Wir haben alles in der eigenen Hand, denn wir haben das Rückspiel zu Hause. Ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Hat Spaß gemacht. Und fürs Rückspiel sind wir auf jeden Fall mit der besten Truppe gewappnet. Auf jeden Fall. Wie gesagt, da hoffe ich, dass Lukaku wieder fit wird. Vielleicht wird er ja auch jetzt schon wieder fit gegen Empoli. Danach geht es gegen Bologna in der Liga. Die Ziele sind gefährdet. Was haben wir hier? Hallo Boss, ich muss es leider so sagen. Hä? Ausgewechselt zu werden ist immer ein herber Dämpfer, aber wenn sie mich im letzten Spiel nicht rausgenommen hätten, wäre mehr als ein Remis machbar gewesen. Ich hätte genau die eine Chance... Ja, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Tja, wir werden es nie erfahren. Oder? 2 Zähler verschenkt. Guck mal, da siehst du doch schon wieder, dass es irgendwie eine random Nachricht, die jetzt hier rein simuliert wird, um irgendwas an der Mannschaft zu verändern. Du musst dir deine Kräfte einteilen. Deine Fitness ist sehr wichtig. Hey, du warst ausgepowert. Stimmt ja auch sogar diesmal. Aber Alaba hat gemeint, er muss sich mal über alle anderen stellen. Also da würde ich glatt mal das Gehalt kürzen. Was ist mit ihm jetzt auf einmal los? Hat er seine Tage oder was? So, jetzt aber Liga. 4 Spieler haben wir noch. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Inter, wir müssen auch jetzt immer auf Inter gucken. Inter spielt gegen Bologna. Ja gut, das werden sie wahrscheinlich mit Biegen und Brechen. Oder warte mal, ist das der Spieltag? Ja, doch. Gegen Bologna, die spielen auch gegen Sampdoria. Dann spielen sie noch gegen Lazio. Und dann letztes Spiel dann im Fernduell Bergamo. Und wir gegen Lazio. Also am letzten Spieltag, da wird es dann auch eventuell nochmal ein bisschen haarig. Gut, AC Mailand, da muss ein bisschen Fantasie mit dazugehören, dass sie da noch reinrutschen. Aber wir haben es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Aber wir müssen trotzdem kämpfen. Um den Meistertitel. Und da geben wir gegen Empoli wieder alles. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.